Welche Verhaltensweisen sind typisch für Wellensittiche? Diese Liste wird bestimmt nicht vollständig und ihr könnt mich gerne in den Kommentaren ergänzen. Aber in diesem Video möchte ich euch 8 Verhaltensweisen vorstellen, die für meine Wellensittiche typisch sind. Nummer 1: Neophobie versus Neugier. Die Angst vor Neuem ist, glaube ich, etwas, was alle Lebewesen teilen. Denn Vorsicht hat schon vielen Tieren und vermutlich auch Menschen in der freien Natur das Leben gerettet. Klar, dass kleine Beutetiere wie die Wellensittiche neuen gegenüber zuerst vorsichtig und misstrauisch begegnen. Auch wenn die Vögel in Gefangenschaft weniger Gefahren und Feinden ausgesetzt sind, bleibt der innere Impuls, alles Neue als potenzielle Gefahrenquelle anzusehen. Manche Wellensittiche überwinden diesen Impuls durch ihre Neugier. Eine meiner Hennen, Mufine, war besonders mutig und liebte es, direkt neues Spielzeug auszuprobieren, während die anderen es noch misstrauisch beäugten und abwarteten, ob es auch wirklich sicher sei. Zweite Eigenschaft ist auch kein Alleinstellungsmerkmal unserer Heimvögel, aber typisch für unsere Wellensittiche: der Herdentrieb. Er lässt sich auch im Kampf gegen die Neophobie der kleinen Vögel nutzen. Denn im Schwarm, und sei es auch nur der Partnervogel, können die neugierigen und besonders mutigen Vögel das Verhalten der anderen Wellensittiche beeinflussen. Das Rudel folgt dem Leitwolf. Und so ist es auch bei den Wellensittichen. Hat ein Vogel das neue Spielzeug oder den neuen Sitzplatz für ungefährlich gefunden und ihm ist nichts passiert, folgen meist auch die anderen Wellensittiche, überwinden ihre Angst und untersuchen das neue Objekt neugierig zusammen mit dem Leitvogel. Häufig wird dann sogar der erste und mutige Vogel von den anderen Wellies weggejagt und muss sich das Treiben dann von seinem Sitzplatz aus ansehen. Weniger erfreulich, besonders am Morgen, ist die Lautstärkeentwicklung der Wellensittiche, die ihr nicht unterschätzen solltet. Der Nummer 3, die Lautstärke, kann bei einem Vogelschwarm schon eine nervige Belästigung sein, besonders wenn die Vögel versuchen, andere Geräusche wie eine Unterhaltung, den Fernseher oder das Radio zu übertönen. Besonders dann, wenn wir uns mit einer spannenden Sendung oder einem Film mehr beschäftigen als mit den kleinen Papageien, fordern die Vögel die ihnen ihrer Meinung nach zustehende ungeteilte Aufmerksamkeit lautstark ein. Immer größer. Und was haben wir für Sie? Das Mitbewohnercasting. Das kann bei längeren und intensiven Gesprächen schon einmal unangenehm sein, weshalb viele Vogelhalter und natürlich wegen dem Dreck ein separates Vogelzimmer oder eine Außenvoliere bevorzugen. Mich stört die Lautstärke besonders morgens, nach dem Aufstehen. Denn sobald ich das Licht einschalte, sind die Vögel direkt von 0 auf 100. Als hätten sie nur darauf gewartet, dass ich endlich aufstehe. Oder als hätte ich den Gesang zusammen mit dem Licht eingeschaltet. Meist dauert diese erste Lautstärke-Begrüßung circa eine halbe Stunde an und die Vögel werden wieder ruhiger, besonders im Winter, wenn es draußen noch dunkel ist. Aber im Sommer kann die morgendliche Begrüßung auch schon einmal länger ausfallen, besonders wenn schon die Konkurrenz von draußen zu hören ist. Nicht selten wecken mich dann nicht nur die Gartenvögel mit ihrem Gesang, sondern auch meine Wellensittiche, die mit den Singvögeln aus dem Garten konkurrieren. Nummer 4 kennen alle Halter von Haustieren: der Futterneid. Ob das Betteln vom Hund am Tisch oder die Katze, die während wir nach Essen nach Leckerlis verlangt. Neidisch auf das verlockende Futter der Halter sind wohl alle Tiere. Ich hatte sogar einen Wellensittich Niki, der immer wieder auf meinen Teller geflogen ist, bis ich mir schließlich angewöhnt hatte, ihm auch einen kleinen Teller mit einer Portion meines Essens hinzustellen. Das solltet ihr aber nur mit ungewürzten und nicht verarbeiteten Speisen machen. Scharfe Soßen, Pizza und Brot sind nichts für Wellensittiche. Auch die meisten unserer Getränke sind für Wellensittiche schädlich. Stattdessen könnt ihr den Wellies einen Teil des Gemüses, Nudeln, Reis oder Kartoffeln, gekocht oder roh, anbieten. Aber natürlich gibt es den Futterneid auch im Vogelschwarm. Meist kommen nämlich fast alle Vögel nacheinander angeflogen und fressen zusammen, wenn ein Vogel gerade an den Futternapf geflogen ist. Es könnte ja einer mehr als sie bekommen oder ihnen das Beste aus dem Napf wegfressen. Besonders ausgeprägt ist dieses Verhalten bei der Kolbenhülse. Deshalb hänge ich sie auch gerne als Bestechung an neues Spielzeug
oder neue Sitzplätze. Wenn ein Vogel seine Angst überwindet und sich traut, die Kolbenhirse zu fressen, kommen meist auch die anderen schnell. So könnt ihr die Vögel auch an Grünfutter und Frischkost gewöhnen. Geht ein besonders neugieriger und mutiger Vogel an das Futter, folgen nach ein paar Minuten auch die anderen. Das bringt uns zur Nummer 5. Neid, Neid, Neid. Nicht nur Futterneid ist für die Wellensittiche typisch. Eigentlich sind die kleinen, neugierigen Vögel auf alles neidisch. Spielt ein Vogel ausgiebig mit einem Spielzeug, könnt ihr darauf wetten, dass bald ein zweiter Vogel kommt und auch mit dem Spielzeug spielen will. Häufig habe ich schon beobachtet, wie sich die Vögel auch einfach nur gegenseitig weggejagt haben und dann gar nicht mit dem Spielzeug gespielt wurde. Es ging nur darum, den anderen wegzujagen. Auch bei der Partnerwahl lässt sich das beobachten. Häufig sind gerade die Vögel beliebt, die gerade mit einem Partner schnäbeln oder in einer Gruppe zusammensitzen. Vögel, die dagegen noch frei wären und alleine irgendwo sitzen, werden links liegen gelassen. Erklärt wohl auch so manches Sozialverhalten der Teenager. Am beliebtesten sind immer die Kinder, die schon einen Freundeskreis besitzen. Typisch für die kleinen Papageienvögel ist aber auch ihr Knabbertrieb. Besonders die Hennen lieben Naturspielzeug, an dem sie knabbern können. Kork und Holz in jeglicher Form ist hier der Favorit. Ob als kleiner Korken, große Röhre, Brett oder Ring. An dem Naturmaterial können sich die Wellensittiche für Stunden abarbeiten. Es liegt wohl an dem Nestbautrieb, dass die Hennen Stunden mit Knabbern verbringen können, während die Hähne lieber stundenlang singen. Wahrscheinlich für alle unsere Mitbewohner gilt, dass sie beim Reinigen der Wohnung häufig zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Aber meine Wellensittiche haben ein besonderes Talent darin entwickelt, mich zu stören, wenn ich unser gemeinsames Wohnzimmer reinige oder umdekoriere. Vermutlich ist es bei einigen Wellensittichen schlichte Neugier, dass sie immer in der Nähe sitzen müssen. Meist genau an der Stelle, wo ich sauber machen oder das neue Spielzeug hinhängen will. Kein gutes Zureden oder Handzeichen kann die Vögel überzeugen, woanders hinzufliegen. Stur bleiben sie an derselben Stelle sitzen oder gehen nur das Nötigste zur Seite, bis ich das neue Teil aufgehangen habe oder sie mit der Hand verjage. Der letzte Punkt, Nummer 8, ist besonders ärgerlich. Denn Wellensittiche sind wirklich perfekte Schauspieler und Geheimniskrämer, wenn es um ihre Gesundheit geht. Schlimm genug, dass die Heimtiere anders als Kinder nicht mitteilen können, was ihnen fehlt. Wellensittiche versuchen als Beutetiere aktiv zu vermeiden, dass jemand mitbekommt, wie krank die Vögel wirklich sind. Denn in freier Wildbahn werden kranke Tiere unbarmherzig zurückgelassen. Häufig tun die Vögel sogar nur so, als würden sie fressen, während sie unmerklich jeden Tag an Gewicht verlieren. Durch das Aufplustern der Federn lässt sich ein Gewichtsverlust ebenso gut verbergen wie bei uns durch unsere Kleidung. Manche Vögel versuchen sogar häufig noch zu spielen und geben sich ganz normal. Sie versuchen weiterhin, so gut es geht, am Schwarmleben teilzunehmen und spielen mit ihrem Partnervogel. Viele kranke Vögel werden sogar von ihrem Partner gefüttert. So kann auch ein Gewichtsverlust trotz Krankheit vermieden werden. Erst bei fortgeschrittener Krankheit können Vögel die Maskerade nicht mehr länger aufrechterhalten und verbrauchen mehr Energie, um die essentiellen Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Dann bemerken auch die anderen Vögel die Krankheit und meiden den Vogel. Erst in diesem späten Stadium, wenn der Vogel nur noch aufgeplustert in der Ecke sitzt und viel schläft, bemerken die meisten Vogelhalter eine Erkrankung. Leider viel zu spät. Auf welche kleinen, versteckten Anzeichen ihr bei kranken Vögeln achten solltet, erfahrt ihr in einem meiner Videos. Welche Verhaltensweisen zeigen eure Wellensittiche, die typisch wellensittich sind? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.